Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Entwicklungsziel Akzeptieren nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Dein Entwicklungsziel ist das Ziel, was sich deine Seele im jetzigen Leben gesetzt hat. Zum besseren Verständnis der Entwicklungsziele empfehle ich dir mein Einführungsvideo zu den Entwicklungszielen und mein Einführungsvideo zu den Archetypen der Seele anzuschauen. Das Entwicklungsziel Akzeptieren ist das 5. der 7 Entwicklungsziele. Weil es sich in der Spalte der Energie 5 befindet, gehört es zur mitteilenden und verbindenden Energie 5. Es liegt genauso wie das gegenteilige Entwicklungsziel Ablehnen auf der Expressionsebene. Beim Entwicklungsziel Akzeptieren geht es somit um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich, also ist dieses Entwicklungsziel der männlichen Dualität zugeordnet. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Entwicklungsziel Akzeptieren erläutern. Interessiert dich dein Entwicklungsziel, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Für viele Menschen ist Akzeptieren das gleiche wie das Resignieren. Akzeptieren heißt aber nicht resignieren. Akzeptieren heißt strahlend und gütig das Hier und Jetzt annehmen. Ich zitiere dazu die Quelle. Akzeptieren bedeutet Bejahung, und Bejahung ist nichts ohne die Freude. Akzeptieren bedeutet sich einzulassen. Akzeptieren bedeutet zu wollen. Aus diesem Wollen, aus diesem Ja sagen, aus diesem echten sich einlassen auf alles, was ist, entsteht Güte, die eigentliche Form der bedingungslosen Liebe. Zitat Ende. Die meisten Menschen haben Probleme mit dieser Form des Akzeptierens, weil sie nicht wissen, was bedingungslose Liebe bedeutet. Das liegt daran, dass die Liebe, die sie in der Familie, in Partnerschaften und Freundschaften erfahren haben, immer an Bedingungen geknüpft war. Deswegen ist ihnen die Vorstellung des bedingungslosen Akzeptierens fremd. Resignieren ist für Menschen mit dem Entwicklungsziel Akzeptieren aber auch wichtig, denn ein gekünsteltes, gütiges Akzeptieren ist ein Zeichen von Nicht-Akzeptanz ihrer selbst. Und bei diesem Entwicklungsziel geht es in erster Linie schließlich um das Akzeptieren von sich selbst und seiner eigenen Fehlbarkeit. Somit wollen Menschen mit dem Entwicklungsziel Akzeptieren lernen, sich selbst dafür akzeptieren zu können, dass sie sich in diesem Moment nicht akzeptieren können. Sie möchten sich auch mal bewusst lieblos verhalten und sich dennoch annehmen. Akzeptieren heißt vor allem, die eigenen Ängste akzeptieren zu können und sie im Sinne der eigenen Entwicklung zu nutzen. Akzeptieren beschränkt sich nicht nur auf Negatives und Unangenehmes, sondern auf alles, also auch auf Gutes und Freudvolles. Das Entwicklungsziel Akzeptieren besitzt den Minuspol Liebe-Dienerei und den Pluspol Güte. Ein Mensch, der sich in seinem angstgeprägten Minuspol Liebe-Dienerei befindet, akzeptiert mit übertriebener Nettigkeit und falscher Liebenswürdigkeit. Er akzeptiert, um andere zu beschwichtigen oder um Reibung und Abgrenzung zu vermeiden. Zudem kann er die Auffassung haben, dass Liebe etwas ist, das er gegen seinen eigenen Willen und gegen seine eigenen Neigungen für andere tut. Ein Mensch im Minuspol Liebe-Dienerei könnte sich für zu gut für die Welt halten. Der Minuspol kann sich dadurch äußern, dass der Mensch keinen eigenen Willen besitzt, alles herschenkt, immer zur Verfügung steht und seine eigene Würde nicht achtet. Ein Mensch im Pluspol Güte akzeptiert nahezu bedingungslos die Umstände im Hier und Jetzt. Dabei muss jedoch zwischen dem alles hinnehmen und dem alles annehmen unterschieden werden. Es geht nicht darum, bedingungslos alles hinzunehmen
und immer liebevoll zu anderen zu sein. Beim Pluspol Güte geht es vielmehr darum, bedingungslos zu lieben und gleichzeitig auf die Nöte des eigenen Ichs zu achten. Und es geht darum, die Bedingungen, denen die Mitmenschen und man selbst unterliegt, zu akzeptieren. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit Entwicklungsziel akzeptieren sind Thomas Gottschalk, Hillary Clinton und Siddhartha Gautama Buddha. Gut, damit wäre ich jetzt auch schon am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Entwicklungsziel du hast, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deinem Entwicklungsziel und auch mit anderen Entwicklungszielen gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und was ich noch ein bisschen näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Entwicklungszielen empfehle ich das Buch Die Archetypen der Seele und zur Erkundung deines Entwicklungsziels empfehle ich das Archetypen-Handbuch. Für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen empfehle ich die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du auch Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Entwicklungsziel ermitteln können. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.